Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, der auferstandene Herr, sei mit euch. Liegt alles in Gottes Hände, das Glück, der Schmerz, der Anfang und das Ende. Liebe Angehörige, mein herzliches Beileid für diese traurige Situation und viel Mut und viel Kraft wünsche ich Ihnen alle. Wir sind heute zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von unserem lieben Kaspar. Dieser Tod erfüllt uns alle mit Schmerz, aber wir möchten die Trauer miteinander mittragen. Als Christen leben wir aus dem Glauben, dass der Tod nicht Ende, sondern der Beginn eines neuen Lebens ist. Aus diesem Glauben schöpfen wir Trost und Zuversicht. Wir sprechen das Schuldbekenntnis, damit der Herrgott uns sein Erbarmen schenkt. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns zur Auferstehung des Fleisches berufen. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du schenkst uns Liebe in Herrlichkeit. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich, erlass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. O Herr, gib Kaspar und alle unsere Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass ihm Ruhe und Leben in deinem Frieden. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir glauben und bekennen, dass dein Sohn für uns gestorben und auferstanden ist. Im Glauben an dieses Geheimnis ist unser Bruder Kaspar von uns gegangen, wie er in Christus gestorben ist, so lass ihn auch durch Christus auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir hören die Lesung. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Brüder, den Schatz der Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Wir hören das Evangelium. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus in Bethanien ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagt zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagt zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortet ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Danke, Steffen, für die Erinnerung mit Kaspar. Und wir wollen mit ein Stück von Musik an Kaspar weiterdenken. Mit Kaspar und alle unsere Verstorbenen wollen wir unseren Glauben an Jesus Christus gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, sein eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen unsere Fürbitten vortragen. Lasst uns zum Herrn Jesus. Guter Gott, du hast uns ein Leben nach dem Tod versprochen. Deshalb wollen wir dir voll Vertrauen unsere Bitten darbringen. Herr, unser tröstender Gott, unser Bruder Kaspar hat nun seinen irdischen Weg vollendet. Wir werden ihm immer ein liebes Andenken in unserem Herzen bewahren und ihn so in unserer Mitte wissen. So nimm unseren lieben Kaspar gnädig auf in deine ewige Herrlichkeit und schenke ihm deinen Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser helfender Gott, viele kranke Menschen sind auf verlässliche Hilfe und Pflege angewiesen. Wir bitten dich, gib all jenen Menschen, die mit der Pflege dieser Menschen betraut sind, viel Kraft, Ausdauer und Geduld bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser beschützender Gott, du hast Maria, deine Mutter, in die Herrlichkeit des Himmels erhoben. Nimm auch all unsere verstorbenen Familienangehörige auf in die Gemeinschaft der Heiligen
und schenke uns die Kraft, nach dem Vorbild deiner Zeugen zu leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser barmherziger Gott, du hast uns den Heiligen Geist als Trost und Beistand gesandt. Stärke alle, die um einen lieben Verstorbenen trauern, und schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht durch den Heiligen Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Vater, du bist der Herr allen Lebens und sorgst für uns. Deine Liebe lässt uns nicht im Stich. Dafür danken wir dir durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Betet, Schwestern und Brüder, dass unser Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nimmt das Opfer ein aus deiner Hand, zum Lob und Ruhm seines Lammes, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, wir bringen unsere Gaben dar für deinen Diener Kaspar. In seinem Leben hat er an Christus, unser Erlöser und Heiland, geglaubt. Darum sei ihm Christus auch ein gnädiger Richter. Er, der mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist das Haupt der Welt, das Leben der Menschen, die Auferstehung der Toten. Durch ihn mit Himmel und Erde, Engel und Menschen, und sehen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Wir beten das heilig gemeinsam. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich.
Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihm seine Jünger und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, verwehre das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Marie und alle Bischöfen, unseren Priester und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders Kaspar, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an, ihm ist er gleich geworden im Tod, lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke unserer Brüder und Schwestern Benedikt, Edith, Gerhard, Josef, Regina, Brigitte und Charlotte und alle anderen Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, erst und in Ewigkeit. Amen.
für Kaspar und auch für Benedikt, Edith, Gerhard, Josef, Regina, Brigitte und Charlotte wollen wir das Vaterunser gemeinsam beten. Wir wollen auch unsere Kranken dazu einschließen, damit auch unsere Kranken gut Gesundheit bekommen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede, du bist unsere Versöhnung. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schick uns nach deinem Willen die Einheit und deinen Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenkt uns ewiges Leben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die volles Vertrauen auf Gott haben. Der Herr gesichert das ewige Leben. Der Herr das Blut Christi. Amen.
Lasst uns beten. Barmherziger, gütiger Gott, in diesem Sakrament hat uns Christus seinen Leib als Wegzehrung hinterlassen. Führe unseren verstorbenen Bruder Kaspar durch die Kraft dieser Speise, er vor seinem Hinscheiden empfangen hat, zum ewigen Gastmahl in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir wollen das 500 Gebet gemeinsam für unseren lieben Kaspar beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßt seist du, Maria, vor der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebetet unter Frauen, und gebetet ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der seiner heiligen rechten Hand so schmerzhaft ist verwundet worden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßt seist du, Maria, vor der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebetet unter Frauen, und gebetet ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der seiner heiligen rechten Hand so schmerzhaft ist verwundet worden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßt seist du, Maria, vor der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebetet unter Frauen, und gebetet ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der aus seinem heiligen rechten Fuß so schmerzhaft ist verwundet worden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßt seist du, Maria, vor der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebetet unter Frauen, und gebetet ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der aus seinem heiligen rechten Fuß so schmerzhaft ist verwundet worden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßt seist du, Maria, vor der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebetet unter Frauen, und gebetet ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der aus seiner heiligen rechten Seite so schmerzhaft ist verwundet worden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
O Herr, gib Kaspar die ewige Ruhe. Lass ihm Ruhe und Leben in deinem Frieden. Herr Jesus Christus, du hast 3 Tage im Grab gelegen und durch deine Auferstehung das Grab für uns zum Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir legen unseren Bruder Kaspar in deine Hände und wir bitten dich, nimmst du ihn auf und schenke ihm das ewige Zuhause bei dir, die ewige Freude und auch das ewige Glück.
Wir wollen weiter für unseren lieben Kaspar beten und die Urnebeisetzung von Kaspar findet am 18. April, Samstag, um 14 Uhr auf dem Friedhof Kaspar statt. Wir sind immer in einer Glaubensgemeinschaft mit ihm. Mit ihm sind wir immer gebunden. Und wir beten für ihn und er betet auch für uns. Wir brauchen auch seine Fürsprache für uns alle. Wir wollen Gottes Segen empfangen. Der Herr sei mit euch. Die Gnade seines Segens schenkt euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Amen. Den Leid, den Liebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen führe er in sein Licht und seinen Frieden. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft aus dem Grabe erstanden ist. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gute Gesundheit und alles Gute, viel Kraft und viel Mut wünsche ich Ihnen und euch. Und lasst uns gehen im Frieden.